Hallo zusammen. Heute möchte ich ein ganz besonderes Ereignis mit uns allen am besten feiern. Denn es ist so, dass wir einen Geburtstag feiern können, und zwar einen 10-jährigen. Denn vor ziemlich genau 10 Jahren ist die Industrial Data Space Initiative ins Leben gerufen worden. Ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, also tatsächlich am 23. September 2015 fand in Berlin im Fraunhofer Forum das sogenannte dritte Spitzengespräch zum Industrial Data Space statt, bei dem Fraunhofer eingeladen hatte und eine ganze Reihe von Industrieunternehmen dabei waren und vor allen Dingen auch Vertreter des Bundesforschungsministeriums, die damals uns als Fraunhofer den ersten Förderbescheid für ein Projekt zur Spezifikation einer Architektur und zur Umsetzung von Use Cases eines Industrial Data Spaces überreicht hatten. Also das ist ein sehr wichtiger Meilenstein gewesen und wie gesagt, den feiern wir zum 10. Mal, beziehungsweise haben in der letzten Woche am 23.09. eben halt 10-jähriges Bestehen der Industrial Data Space Initiative gefeiert. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Anlass, um einerseits ein Stück weit mal zu schauen, wo wir eigentlich stehen und was auch die Punkte sind, die in Zukunft noch zu erledigen sind, zu bewerkstelligen sind. Bevor ich so ein bisschen aber reflektiere, was wir in den letzten 10 Jahren erreicht haben, und das kann man, glaube ich, vorweg sagen, das ist durchaus einiges und durchaus ansehnlich, sollte man vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen und sich fragen, was eigentlich ein Data Space ist. Vordergründig ist ein Data Space eigentlich eine verteilte Datenintegrationsarchitektur, die ihre Wurzeln hat in Dingen wie dem Semantic Web, aus dem sich dann Linked Data entwickelt hat. Also dass man über Standards wie das Resource Description Framework Datenobjekte, Datenassets vielleicht sogar standardisiert beschreiben kann und dann letzten Endes halt auch auffinden und abrufen kann. Und in der Zeit, so vor 10 Jahren, hat man gesagt, Mensch, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, aber es wäre auch zielführend, wenn man diesen Datenintegrationsarchitekturansatz noch verknüpft mit Trust, also Vertrauen unter denjenigen Beteiligten, die Daten bereitstellen und letzten Endes halt auch dann diese Daten zur Nutzung anfragen. Und auf der anderen Seite eben Datensouveränität. Das ist ein Begriff, der sich auch in den letzten Jahren relativ viel Aufmerksamkeit erfreut hat. Aus unserer Sicht ist Datensouveränität vordergründig eine Fähigkeit der Selbstbestimmung über Daten, die Unternehmen sich aneignen können, dass sie letzten Endes Daten tauschen, aber Nutzungsbedingungen an den Daten mitgeben können und so auch in gewisser Weise gewährleisten können, dass die Daten nicht missbraucht werden oder eben halt nicht verwendet werden von Dritten, die eben halt, denen man keine Nutzungsrechte eingeräumt hat oder die eben halt Daten anders verwenden, als sie durch den Datenbereitsteller halt definiert wurden. Das war und ist einfach ein sehr überzeugendes Konzept, weil es natürlich klar ist, dass man durch so ein Instrument, durch so einen Data Space einerseits die Interessen des Datengebers schützt, eben nicht missbraucht zu werden in Bezug auf seine Daten, aber auf der anderen Seite in einer kontrollierten, vertrauensvollen Umgebung Daten einer weiteren Nutzung zur Verfügung stellt, insbesondere eben halt zum Beispiel einer Community, manchmal sagt man heutzutage auch Ökosystem, oder der Gesellschaft im Allgemeinen, wenn wir beispielsweise an Daten aus dem Gesundheitssystem denken. Wie gesagt, vor 10 Jahren wurde die Initiative Industrial Data Space ins Leben gerufen. Daraus hat sich dann Anfang 2016 auch ein Verein ergeben, die damals noch Industrial Data Space e.V. Initiative, die heute firmiert als International Data Spaces Association. Und dieser gemeinnützige Verein ist eben halt Anfang 2016 ebenfalls in Berlin gegründet worden. Und wir haben im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von Erfolgen zu verzeichnen gehabt. Wir haben beispielsweise, wie es auch letzten Endes im Förderbescheid beauftragt war, eine Architektur spezifiziert. Entschuldigung, haben also gesagt, wie kann das eigentlich funktionieren? Und haben erste Anwendungsfälle halt umgesetzt. Und ich muss sagen, diese Architektur hat sich bewährt. Sie ist mittlerweile in der 5. Version in Bearbeitung, auch durch die Community derer, die sich für einen International Data Space interessieren.
Wir haben dann auch vor ungefähr 5 Jahren den Schritt gewagt, diese Architektur auch in Softwaretechnik umzusetzen und diese Software auch Open Source zu stellen, beziehungsweise in einem Open Source Entwicklungsprozess gemeinsam weiterzuentwickeln. Und das manifestiert sich heute unter der Eclipse Foundation als die sogenannte Eclipse Data Spaces Working Group, wo wir unter anderem das Data Space Protokoll halt entwickeln, also genau diesen Mechanismus, der es uns erlaubt, vertrauenswürdig und unter Wahrung der Datensouveränität Daten auszutauschen zwischen jemandem, der die Daten bereitstellt und jemandem, der sie nutzen möchte. Im dritten Schritt, und das ist, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr erwähnenswert, ist es eben so, dass wir schon einen guten Teil des Weges zu einer de jure Standardisierung mit der ISO gegangen sind. Also es gibt die ISO 20151, die Merkmale von Datenräumen definiert, tatsächlich auch als internationalen Standard und dann letzten Endes halt auch im nächsten Schritt dazu führen wird, dass wir eben das Data Space Protokoll auch als EU-Standard halt definieren können. Gleichzeitig haben wir auf der europäischen Ebene ein Call for Standards der Europäischen Kommission, wo diese Dinge sich eben halt auch wiederfinden, beispielsweise als Trusted Data Transaction, die uns erlauben, den Anforderungen des Data Act gerecht zu werden. Also auf dieser Standard- und Technikebene haben wir unglaublich viel erreicht, alle gemeinsam. Wichtiger noch, muss man sagen, ist, dass wir auch die Dinge in die Umsetzung gebracht haben. Also es gibt, je nachdem, wo man nachschaut und wie man zählt, 150, 250 verschiedene Data Sharing Datenrauminitiativen, von denen auch viele schon das Licht der Welt erblickt haben, in dem Sinne, dass sie wirklich produktiv halt einen Datenraum betreiben. Ein prominentes Beispiel ist Catena X aus der Automobilbranche, aber es gibt eben auch viele andere im Bereich des Gesundheitswesens, der Mobilität oder Smart Cities und das ist einfach ein schöner Erfolg. Es ist auch etwas, was nicht nur in Deutschland funktioniert, das war uns von Anfang an auch sehr wichtig, sondern eben über Europa tatsächlich auch in die Welt getragen wurde. Und in der Tat ist es so, dass die chinesische Regierung das Ziel ausgegeben hat, innerhalb der nächsten 4 Jahre 100 Trusted Data Spaces zu errichten, die eben auf den grundlegenden Konzepten, die wir vor 10 Jahren alle gemeinsam angefangen haben zu entwickeln, basieren. Also da ist sehr viel erreicht worden, muss man sagen, und das ist eine tolle Sache, dass man sich als Forscher natürlich auch fragt, naja, war es das jetzt? Sind wir jetzt sozusagen fertig oder kommt da noch was? Und natürlich ist es so, dass da noch einiges zu tun ist und ich will vielleicht 3 Beispiele herausnehmen. Wir haben uns, wie eben schon gesagt, in der ersten Phase der Entwicklung sehr stark um Technologie, um Architekturkonzepte, um Standards, um Anwendungsfälle gekümmert und das ist auch gut und richtig. Was aber letzten Endes das ultimative Ziel ist aus meinem Dafürhalten in der europäischen Datenstrategie recht schön formuliert, ist nämlich halt tatsächlich eine faire Datenökonomie halt zu schaffen. Und ich glaube, wir haben noch relativ viel zu tun, wenn wir uns die ökonomischen Fragestellungen, die sich auf Basis von Data Spaces in sogenannten Datenökosystemen ergeben, dann betreffen. Um ein Beispiel zu nennen. Die Europäische Kommission schätzt den Wert der Datenökonomie, in Klammern, was auch immer das genau ist. Das ist wahrscheinlich im Prinzip ein Indikator für, sagen wir mal, das Wertpotenzial, so würde ich es mal formulieren, auf ungefähr 1 Billion Euro. Also 1000 Milliarden Euro ist der potenzielle Wert der europäischen Datenökonomie. Das klingt natürlich irgendwie gut, klingt letzten Endes halt auch wahrscheinlich viel zu groß, um irgendwie zu sagen, was heißt das jetzt genau? Aber aus meiner Sicht müssen wir ökonomische Konzepte entwickeln, die es uns erlauben, dass den maximal adressierbaren Wert in einer gewissen Datenraumdomäne abzuschätzen und dann letzten Endes auch runterzubrechen, um überhaupt letzten Endes halt in der Lage zu sein, zu sagen, naja, für den Anwendungsfall XY, wie viele Teilnehmer brauchen wir denn, um tatsächlich halt einen gewissen Teil dieses maximal adressierbaren Wertes in einer Domäne realisieren zu können. Und man könnte beispielsweise sehr einfach sagen, naja, wir haben irgendwie 1 Billion Euro Datenökonomiewert, jetzt haben wir, ich weiß es ein bisschen mehr, aber der Einfachheit halber, vielleicht 10 Domänen,
in denen halt Datenräume in Europa errichtet werden. Dann kann man sagen, naja, also pro Domäne haben wir mal ein Wertpotenzial von 100 Milliarden Euro und das brechen wir dann nochmal runter auf verschiedene Anwendungsfälle und legen das auf einen Zeitstrahl. Dann wissen wir schon mal zumindest halt, welches Top-Down-Wertpotenzial wir überhaupt realisieren können. Und das ist insofern wichtig, weil natürlich mit der Errichtung von Datenräumen auch Kosten entstehen. Und was heute sehr transparent ist, sind eben die Kosten, aber der Wert noch nicht so sehr. Also die grundsätzlich Top-Down-Abschätzung des Wertpotenzials ist ganz wichtig. Weiterer Punkt in Bezug auf ökonomische Betrachtung ist, naja, wie kriegen wir es denn hin, dass wir tatsächlich auch dann aus einer mikroökonomischen Sicht, also aus der Sicht eines Unternehmens, nach Abschätzung dieses Gesamtpotenzials auch sagen, was sind denn meine eigenen Daten wert, wenn ich sie denn teile? Und ich glaube, hier müssen wir einerseits sehr stark ins Detail gehen, einzelne Anwendungsfälle, weil sich eben halt der Wert der Daten nur in der Nutzung, also in dem konkreten Kontext halt zeigt. Aber wir brauchen auch Instrumente, wie man das Wertpotenzial von Communities in der Theorie von Koalitionen ermitteln kann, damit wir abschätzen können, welche Konstellation von Datenraumteilnehmern welches Wertpotenzial halt adressieren kann. Weil es ist ja klar, keiner hat all die Daten, die man braucht, deshalb bildet man natürlich genau Datenökosysteme. Aber die Frage bleibt trotzdem relevant, aus Sicht des Einzelnen zu entscheiden, naja, was ist denn mein Anteil an dem Wert, der generiert wird, weil das ist ja letzten Endes tatsächlich auch die notwendige Information, die ich brauche, um eben halt eine ökonomisch rationale Entscheidung zu treffen, ob ich mich an einem Datenraum beteilige, weil ich habe Kosten und auf der anderen Seite muss ich natürlich wissen, welchen Wert kann ich denn generieren, wenn ich diese Kosten in Kauf nehme, um Daten zu teilen. Also diese ökonomische Fragestellung ist ganz, ganz wichtig. Davon abgeleitet, Punkt 2, was wir sehen, ist, dass wir durch diejenigen Datenräume, die jetzt gerade produktiv sind, natürlich Datennetzwerke ergeben, wo verschiedene Unternehmen halt Daten bereitstellen, andere sie nutzen. Also man interagiert in einer ganzen Reihe von Datentransaktionen. Was wir zurzeit eigentlich noch kaum machen, ist diese Datentransaktionen konkret zu erfassen. Es gibt auch gute Gründe, warum man das vielleicht gar nicht tun sollte, ne, um letzten Endes halt zu vermeiden, dass auch in dieser Hinsicht irgendwo ein Wissensmonopol entsteht. Auf der anderen Seite wäre es aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll, wenn man Datentransaktionen auch manipulationssicher dokumentiert und speichert. Und was liegt da näher, als auf Konzepte von Blockchain oder generell Distributed Ledger Technologien zurückzugreifen, die letzten Endes natürlich nicht die Daten selber speichern, aber eben halt die Metadaten einer Datentransaktion, also beispielsweise die Nutzungsbedingungen, ist die Transaktion erfolgreich verlaufen und so weiter. So könnten wir letzten Endes dokumentieren, in welcher Art und Weise die Datenökonomie sich eigentlich überhaupt in Datentransaktionen manifestiert. Und das ist natürlich, wie man sich vorstellen kann, ein ganz gewichtiger Punkt, um letzten Endes, wie gesagt, Manipulationssicherheit, Zurückverfolgbarkeit von Datentransaktionen zu gewährleisten, aber eben halt auch über Transparenz Vertrauen herzustellen. Das war der zweite Punkt. Ein dritter Punkt ist, ja, wir reden davon, dass wir gerne Daten teilen, aber persönlich glaube ich, dass wir auch uns mehr Ambitionen zutrauen sollen, hinsichtlich der Frage, naja, welche Daten wollen wir denn eigentlich über Datenräume verfügbar machen? Und ich hatte es an anderer Stelle schon erwähnt, ich könnte mir vorstellen, dass wir für alle, sagen wir mal, Realweltgeschäftsobjekte, im Datenmanagement reden wir häufig von Stammdaten, also alle Artikel, die in der Europäischen Union gehandelt werden, also Güter, alle Standorte von Unternehmen, von Produktionsstätten, alle Industrial Assets, um einen Begriff zu verwenden von der Industrial Digital Twin Association, dass wir beschreibende Daten all dieser Realweltobjekte über Datenräume verfügbar machen und sozusagen dadurch ein vollständiges digitales Abbild des europäischen Binnenmarktes, also des Single European Markets im Englisch, halt zu erwirken. Das würde uns nämlich erlauben, dass wir tatsächlich nicht nur eine Follower-Strategie verfolgen in der Plattformökonomie, sondern tatsächlich auch etwas Neues schaffen. In dem Zusammenhang sind dann auch noch natürlich ganz viele spannende Forschungsfragen zu identifizieren. Wenn wir uns das vorstellen, wir machen das so, dann würde man wahrscheinlich ja
zurückblickend auf die Anfänge der Data Space-Idee eigentlich einen Wissensgraphen, also einen Knowledge-Graphen erzeugen, weil man natürlich halt die einzelnen Datenendpunkte in einem Datenraum über geeignete Standards wie URIs identifizieren kann. Man kann dann letzten Endes halt auch die Interaktion ADF-isieren sozusagen und hätte eigentlich einen klassischen Wissensgraph. So, wie spielt das jetzt aber zusammen mit den Entwicklungen insbesondere von generativer künstlicher Intelligenz? Nun, ganz einfach gesagt, in einem ersten Schritt wäre es wahrscheinlich sehr zielführend, wenn wir große Sprachmodelle nutzen, um mit dem dann entstandenen vollständigen Wissensgraphen des Binnenmarktes zu sprechen. Nicht wahr? Also das wäre natürlich schon mal wirklich super cool, wenn wir also einfach natürlich sprachlich interagieren könnten mit diesem Wissensnetz, ohne Sparkle-Requests und andere Abfragesprachen und sagen können, naja, welche Artikel sind denn letzten Endes dort verfügbar oder wo kommt letzten Endes halt das Karotin in meiner Pizza her, all diese ganzen Sachen könnte man natürlich dann sehr, sehr leicht abfragen. Also man sieht drei ganz große Bereiche, also wie gesagt die ökonomische Facette bei Datenökosystemen und Datenräumen, zweitens halt wirklich diese Dokumentation der Datennetzwerktransaktionen über Distributed Ledger Technologien und dann am Ende die Frage der Erschaffung eines, tatsächlich eines vollständigen digitalen Abbildes zum Beispiel des europäischen Binnenmarktes. Das sind einfach coole Themen, an denen wir unterwegs sind und man kann sich leicht vorstellen, dass das wahrscheinlich genug Stoff bringt, auch noch für weitere 10 Jahre. Wir freuen uns persönlich am Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik darauf, da weiter forschen zu dürfen und zu können und vor allen Dingen freuen wir uns sehr darüber, das mit der Community, mit allen unseren Freunden und Partnern gemeinsam machen zu können.